Landi ist in der Schweiz eine landesweite landwirtschaftliche Genossenschaft, die für die Bauern vielerlei Vorteile beim Einkauf von Produkten für die landwirtschaftliche Arbeit bietet. Die Vorgängergenossenschaften von Landi entstanden bereits im 19. Jahrhundert. Die Landi-Mosse gibt es seit dem 1. Januar 2017, haben wir 3 kleinere Landi zu einer großen zusammenfusioniert. Der genossenschaftliche Gedanken, der gibt es schon seit 135 Jahren. Im Moment haben wir 4 Landi-Märkte, wir haben 3 Tankstellenjobs. Was auch sehr wichtig ist, ist das Energiegeschäft. Da betreiben wir 6 Tankstellen und machen Kundentank mit Heizöl- und Dieselölhandel und auch Holzpellets. Schnell kam man dann auf die Idee, Dinkel nach der Schälung als Pellets zu verarbeiten, um diese dann als Einstreu wieder in die Landwirtschaft zurückzuführen. Wir hatten hier an diesem Standort, haben wir vom Verlad her, Spreuerverlad her, viel Staubemissionen. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, die Volumina mit der neuen Anlage waren viel größer. Die Spelzen waren in 1 Kubik wog 80 Kilo. Also wir können jetzt mit dieser Pelletierung, haben wir auch ausgerechnet, dass man pelletieren kann, dies 5-mal verkleinern, dieses Volumen, und eben dann auch noch in die Landwirtschaft diese Pellets zurückgeben in den Öko-Kreislauf. Das war eigentlich diese Bedingungen, die wir da erfüllen wollten. Als erstes wird der angelieferte Dinkel in dieser Anlage geschält, ehe er, der Spelz, dann letztlich weiterverarbeitet werden kann. Weil wir haben vor 3 Jahren noch mit knapp 500 Tonnen Dinkel geschält. Heute sind wir bei 1300 Tonnen. In einem Jahr, so wie es aussieht, sind wir bei ca. 200.000 Tonnen. Also aus dem Grund mussten wir uns etwas einfallen lassen. Was wollen wir mit dieser Menge Dinkelspreu machen? Eine große Herausforderung waren die sehr engen Platzverhältnisse hier in Schüpfen. Wir waren auf dem Markt, schauten uns die verschiedenen Pelletspressen an und sind auf Ecokraft gestoßen, haben diese Anlage dann angeschaut, die 2021 im Frühjahr, und haben gemerkt, dass diese Leute eine angepasste, unserer Produktionskapazität angepasste Anlage, die LP22, diese Presse hier, vertreiben, auch in der Schweiz. Und von daher gingen wir auf Ecokraft zu und haben dann geschaut, wie wir das organisieren können, und eben wir sind hier auf engem Raum und das muss maßgeschneidert für die Landi-Mosse, haben wir dann eine Anlage installiert. So entstand hier bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen eine sehr effektive Anlage, die perfekt in das Gesamtsystem integriert wurde. Und bei Ecokraft war es eigentlich so, dass sie das komplette Paket uns liefern konnten. Das war für uns sicher ein sehr positiver Effekt, und es ist auch für uns, haben einen Ansprechpartner, wenn wir etwas haben, und nicht 2, 3. Das ist auch noch ausschlaggebend gewesen. Seit rund einem halben Jahr ist die Anlage in Betrieb und schon jetzt gut ausgelastet. Die Anlage ist eigentlich, wir haben jetzt ca. 500 Betriebsstunden mit ihm gemacht, und wenn ich am Dinkelschalen bin, ist die Anlage vom Morgen bis am Abend, wenn ich nach Hause gehe, im Betrieb. Weil es fällt so viel Spreuer an, also Spelz, dass ich sie laufen lassen muss, durchgehend. Erleichtert wird die tägliche Arbeit durch die elektronische Steuerung der Ecokraft-Pelletieranlage. Man kann alles auf einem kleinen Display, ist mir alles ersichtlich. Ich sehe Leistung, wenn irgendwo ein Fehler ist, ich kann alles schön ablesen, was immer ist. Ich kann auch ablesen, was schmieren, Temperatur, was für Energie, wie viel das im Moment Ampere das sie zieht. Von dem her ist es für mich eine sehr gute Anlage, weil ich brauche nicht 2, 3 Orten schauen, ich sehe alles auf diesem kleinen Display, wo hier ist. Von dem her ist sie sicher durchdacht.
Konfektioniert werden die Pellets in Big Packs, die von den Landwirten und Kunden hier abgeholt werden. Diese schätzen die Vorteile dieser Form von Einstreu. Größter Vorteil ist, man hat weniger Volumen. Zweitens, die Einstreu ist staubfrei. Das ist sehr in den Ställen sicher von Vorteil, auch dort, wo wir sie jetzt einsetzen, eingesetzt wird, Bullemast im Rindviehstall oder nachher, wenn es noch in Pferdenställen geht, dort ist es noch viel wichtig wegen den Allergien. Die Abnehmer wie auch die Produzenten sind jetzt nach den Erfahrungen sehr zufrieden mit der Anlage, wie die Landi Moose ihre Genossenschaft investiert hat. Bei Landi wird das Thema Nachhaltigkeit sehr groß geschrieben. Mit diesem Produkt wird der Kreislauf einer organischen Substanz optimiert.